Erstmal Servus meine Freunde, schön, dass ihr dabei seid und wir machen heute ein traditionelles Gericht aus meiner Heimat. Linse mit Spätzle, Seidewurst und Bauchspeck. Was ganz Leckeres, Traditionelles von hier. Ja, und es schmeckt so lecker, ich kann es kaum abwarten. Und deswegen möchte ich auch schon gleich damit anfangen und loslegen. Also, auf geht's, viel Spaß! Wir beginnen mit der leichtesten Übung und das sind die selbstgemachten Spätzle. Die Zutaten sind auch sehr übersichtlich: Mehl, Eier, Salz und Wasser. Ich habe im Leben schon so viel Spätzle hergestellt, da habe ich natürlich die Zutaten im Kopf. Auch nehme ich für die Spätzle Dinkelmehl, also kein entsprechendes Spätzlemehl, weil das klappt trotzdem hervorragend. Für mich ist der Teig dann fertig, wenn er keine Klumpen mehr hat. Wenn der Spätzle-Teig mal fertig ist, dann lasse ich ihn noch kurz ruhen. Aber wir haben ja genügend Geschäft. Es gibt noch viel vorzubereiten. Zum Beispiel das Gemüse. Dann nehmen wir den Knollsellerie bzw. eine Scheibe davon, dann eine große Möhre, Zwiebeln und Kartoffeln. Das alles schälen wir jetzt erstmal und legen es für später beiseite. Der Teig, der Spätzleteig, hat jetzt genügend Zeit zum Ausruhen gehabt und jetzt schaben wir die Spätzle in das Salzwasser. Das Salzwasser hat mindestens 2 Esslöffel Salz drin. Ja, es muss richtig schön salzig sein. Die Spätzle, die oben an der Oberfläche schwimmen, die sind fertig und die holen wir heraus und geben sie auf einen Sieb. Es geht mit der Pfanne weiter. In diese Pfanne geben wir Butterschmalz hinein. Und während sich die Pfanne erwärmt, können wir schon mal das Gemüse in kleine Würfel schneiden. Und die Scheibe Bauchspeck, die schneide ich in 2 Teile. Weiter kümmern wir uns dann um die Linsen. Dann nehmen wir 300 Gramm Linsen und ca. 1 Liter Wasser. Wir nehmen auch zum Kochen der Linsen überhaupt keine Gewürze, kein Salz, kein Pfeffer, nichts. Die Linsen werden nur in Wasser gekocht. 25 bis 30 Minuten. Parallel dazu werden wir weiter das Gemüse in Würfel schneiden. Die Zwiebeln, die schneiden wir in etwas feinere Würfel und die braten wir auch als erstes an. Nach ein paar Minuten folgen dann schon die Bauchscheiben und die weiteren Gemüsewürfel. Während nun das Gemüse also anbrät, können wir auch schon mal eine Pfanne mit Butter bestücken, weil dort werden wir nachher die Spätzle anbraten bzw. wieder erhitzen. Und Butter und Spätzle, die passen super zusammen. Wie ihr es vielleicht schon fühlt, wir biegen auf die Zielgeraden ein. Wir nehmen jetzt einen Schöpfer von diesem salzigen Nudelwasser der Spätzle und geben das zu dem Gemüse hinzu. Beziehungsweise wir löschen das Gemüse ab damit. Und die Würze bekommen wir durch konzentrierte Brühe, die wir gleich danach auch mit hineingeben in die Pfanne des Gemüses. Und damit das Ganze nachher nicht so flüssig wirkt, werden wir noch ein bisschen stärker in Wasser anrühren. Weiter, bevor wir jetzt die Linsen mit dem Linsenwasser mit hineingeben, würzen wir das Ganze noch kurz mit frisch gemahlenem Pfeffer. Wie ihr seht, das Ganze ist jetzt etwas flüssig und somit geben wir jetzt die angerührte Stärke hinzu. Wir geben das Ganze aber schrittweise hinzu, weil wir wollen ja die richtig ideale Konsistenz haben.
Also die Sauce nicht zu dünnflüssig und auch nicht zu dick. Also die machen sogar noch viel mehr rein. Da jetzt fast alles fertig ist, ist die Zeit genau richtig, jetzt die vorher zugefügten Lorbeerblätter zu entfernen. Bevor jetzt noch eine ganz spezielle Zutat hinzukommt, nämlich Essig. Und je nachdem, wie man es haben möchte, gibt man entweder 2 Esslöffel Essig oder 4 Esslöffel Essig hinzu. Bevor wir jetzt auftischen, geben wir noch die Seitenwürste mit jetzt in die Linsen hinein. Die werden jetzt dann hier auch schön langsam erhitzt und platzen dann deswegen nicht. Jetzt endlich ist es soweit. Wir tischen auf. Zuerst geben wir die Spätzle auf den Teller, dann die Linse und dann noch die Wurst und die Bauchspeckscheibe. Wie ihr seht, die Konsistenz der Linsen ist genau richtig. Und nochmal, dieses Linsengericht ist ein traditionelles Gericht hier im Schwabenland. Und wenn es das in den Kantinen unserer Betriebe gibt, dann drängen sich die Leute und es bilden sich Schlangen vor der Essensausgabe. Deswegen Leute, wenn ihr ein Stück Schwabenland probieren wollt, dann probiert dieses Gericht. Und vor allem selbst gemacht, schmeckt das hammerlecker. Aber wie ihr feststellen könnt, wir sind am Ende angekommen von dieser Folge. Und ich würde mich so richtig freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Das wäre so schön. Es wäre aber auch schön, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein würdet. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt vor allem gesund.